So, lieber Jürgen von Muck, du hast ein ganzes Kinderparadies, nein, ein ganzes Kinderkaufland, kann man sozusagen sagen. Richtig, ein Kinderkaufhaus. Ein Kinderkaufhaus. Münsters ungewöhnliches Kinderkaufhaus. MUKK. MUKK, daher auch der Name. Das wäre meine erste Frage gewesen, die hast du mir gleich vorne weggenommen. Jürgen, du bist auf jeden Fall gewitzt auf den Lippen, wie ich sehe. Wie gefällt es dir denn hier auf der Spielwarenmesse dieses Jahr? Also, ich bin jetzt schon zum 38. Mal auf der Spielwarenmesse. Wow. Und im Alter wird man relativ entspannt. Man ist nicht mehr so hektisch wie früher. Man muss nicht zu jedem Stand rennen. Aber die Messe ist nach wie vor für uns das Barometer, um Neuheiten zu sehen. Aber für mich ist immer wichtig, das Rad kann nicht neu erfunden werden. Aber jeder kann versuchen, das Rad schöner zu machen. Und wir haben viele schöne neue Räder gesehen, ja. Oh, das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Formulierung des Ganzen. Aber man hat hier mit Sicherheit auch wichtige Gespräche und wichtige Meetings mit Kunden, weil ich denke, dass ihr mit eurem großen Kaufland oder Kaufhaus doch auch sehr beliebt seid unter vielen Verkäufern. Oder? Wie sieht das aus? Ich komme jetzt mal auf die Frage zurück mit vielen Kunden. Nein, Kunden sind hier nicht. Hier sind Nein. nur meine Lieferanten. Nur diese? Okay. Ich bin ja der Kunde. Aber ja, hier sind sehr, sehr viele Gespräche. Vor allen Dingen habe ich vor 6 Monaten mein Geschäft verkauft. Bin weiterhin aber Mitbetreiber und auch Geschäftsführer oder geschäftsführender Mitbetreiber oder wie man es auch immer nennen möchte. Und für mich ist die Messe natürlich jetzt ein Anlaufpunkt von vielen, vielen anderen Leuten, die fragen, wie läuft das denn, wie geht das denn? Aber wir haben ja das Problem, wie viele andere auch. Ab einem bestimmten Alter muss man sehen, dass man sein Geschäft weitergibt. Aber hast du das wirklich gerne gemacht, von Herzen gerne, weil du jetzt einfach sagst, ein bisschen mehr reisen wäre auch schön? Oder ist das schon auch ein Stück weit Herzblut, was einem da verloren geht? Also ich habe Herzblut verloren, weil ich das ja wie gesagt 38 Jahre mache und dieses Geschäft mache ich an der Stelle 12 Jahre. Aber es ist ein lachendes und ein weinendes Auge und das lachende Auge sagt, meine Mitarbeiter, 60 an der Zahl, haben weiterhin ihren Job, ihr Geschäft und wenn der alte Mann irgendwann mal tot hinter der Theke liegt, haben die immer noch ihre Arbeit und der alte Mann kann sich zurückziehen. Mit wie vielen Lieferanten hast du denn so zu tun gehabt, sage ich jetzt mal zum Beispiel in dem letzten Jahr? Oder wie viele Lieferanten belieferten dich denn dann noch bis vor kurzem? Also ich mache es mal ein bisschen spannender. Wir haben 60.000 verschiedene Artikel. Wir sind eines der größten Spielwarengeschäfte Deutschlands. Wir haben über 3.000 Quadratmeter Fläche. Wir haben ein Erlebniskaufhaus und wir haben an Lieferanten, würde ich mal über den Daumen schätzen, 500. Wie viele Kinder hast du denn selbst? 4. Und die hast du mit Sicherheit auch alle glücklich gemacht mit deinen Spielsachen und Spielwaren. Der Gag an der Sache ist, ich habe 4 Kinder, die haben 4 Väter. Okay, good, Patchwork. Ja, na, jetzt kann man mal überlegen, 4 Kinder, 4 Väter, wie geht das denn? Ja, jetzt kann man auch mal weiterdenken, wie viele Großeltern die alleine schon haben, die Enkelkinder dann wieder. Das ist eine Wahnsinnsrechnung. Ich bin ein potenzieller Käufer für Spielwaren für jedes Alter. Also könnte ich da auch trotzdem nach wie vor mal vorbeikommen und eine Runde mit dir spielen? Ja, also Opa ist der Mann, der im Team ist. Opa macht auch sonntags schon mal den Laden auf, um die Enkelkinder rutschen zu lassen. Also wir haben eine fantastische Rutsche und Opa macht den Laden sonntags auf und geht mit den Enkelkindern rutschen. Und es ist der beste Opa der Welt. Da kommt kein anderer Opa ran. Und wenn die auch zusammen 4, 5, 6 Opas haben, ist der beste Opa der die tolle Rutsche hat und das Spielzeuggeschäft. Ich muss auch sagen, also so einen Opa hätte ich auch sehr, sehr gerne gehabt. Aber an dieser Stelle, mein Opa war auch gut zu mir. Ich muss aber noch mal ein bisschen darauf zurückkommen, dass es ja das Ganze wieder Nachhaltigkeit ein ganz, ganz großes Thema ist. Dass mir auch schon viele Menschen hier gesagt haben, dass doch Holz und Naturprodukte immer mehr wieder am Zurückkommen sind. Wie siehst du das denn? Findest du das gut oder stehst du auf Plastik? Also mein erster Laden hätte Holzwurm geheißen, wenn er nicht Spielecke geheißen hätte. Ich komme aus der Holzbranche. Ich mache das ja 38 Jahre. Davon mache ich 38 Jahre verkaufe ich Holzspielzeug. Also ich habe alles an Holzspielzeug, was man sich vorstellen kann. Immer gehabt. Also Lego, Playmobil habe ich auch, aber ich habe Holzspielzeug in epischer Breite. Also so dein Lieblingsspielzeug, was hast du so einen Favorit? Würdest du sagen, es gibt eine Sache, das ist dein absoluter Favorite? Mein Favorite sind Kappler-Bausteine. Oh, und warum? Warum? Weil die wahnsinnig kreativ sind, ganz, ganz schlicht. Alles nur ein Stein in einer Form und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt nur die Fliehkraft und das ist das Einzige, was passieren kann, dass man da was umstößt oder sonst irgendwas. Ansonsten ist der Stein langlebig für immer und ich finde, es ist das Kreativste, was wir bislang also ich meine, die meisten kennen es ja auch wahrscheinlich, ich muss ja nicht schwärmen, aber ein einziger Baustein, der ganz schlicht ist und eine Form hat und das Kreativste ist, was wir haben.
Wir haben jetzt 74 Jahre Spielwarenmesse. Nächstes Jahr haben wir 75-jähriges Jubiläum. Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre da, wie du gesagt hast. Erinnerst du dich an eines der Highlights zurück hier auf der Spielwarenmesse? Gibt es irgendwas, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist oder gibt es jedes Jahr neue Highlights? Also mein größter Highlight ist, und das fällt mir jedes Mal wieder neu auf, wenn ich da vorne an der Straße vorbeifahre, wo ich früher mit meinem Auto im Schlamm gestanden habe und noch irgendwie 2 Kilometer laufen musste. Das war eine Katastrophe, vor allen Dingen im Winter, weil die Pendelbusse nicht so richtig gefahren sind. Und ich war auf der Frankfurter Messe und da lief das reibungslos und hier war es ganz, ganz schlecht. Und jetzt stehe ich direkt an der Halle im Parkhaus vor eine Station mit einem Pendelbus und bin hier. Für mich ist das eine Erleichterung ohne Ende. Das finde ich noch besser als die schönsten Spielzeuge, die ich vorher gesehen habe, weil es angenehm ist für mich. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz neuer anderer Input. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Den Toy Business Forum, den kennst du ja dann auch mit Sicherheit ziemlich gut. Hier hat sich ja auch einiges getan. Wie findest du das denn so, die neue Chill Area? Findest du das besser als die vorherigen Jahre? Ja, erheblich besser. Ich finde es auch total wichtig, dass man Aufenthaltsräume schafft für Leute, die hier tagelang sind und rumlaufen und Gespräche führen möchten. Die müssen nicht mehr im Stehen oder auf dem Gang sein. Die können sich irgendwo verabreden. Die können einen Platz finden. Die können einen Kaffee trinken. Das muss nicht immer beim Hersteller sein. Man hat auch Gespräche, die müssen nicht bei irgendwelchen Herstellern sein und Gespräche, die man auch untereinander führen möchte, die nicht jeder hören muss. Das ist ganz, ganz toll und das ist eine sehr, sehr gute Anschaffung gewesen. Ja. Dann, Jürgen, frage ich mich nur noch, auch wenn du jetzt verkauft hast, sehen wir dich in Zukunft hoffentlich weiterhin hier auf der Spielwarenmesse oder wirst du dich dann hier auch ein bisschen zurückziehen? Nein, ich werde mich nicht zurücklehnen. Nee, ich habe jetzt noch so 6 Jahre Zeit, mich darin zu profilieren, was ich eigentlich wirklich kann. Und das werde ich in den nächsten 6 Jahren machen. Also mich wird man ja oft noch sehen auf den Messen. Das ist schön, weil ich glaube, von dir kann man eine ganze Menge lernen und noch sehr, sehr, sehr viel mitnehmen auch. Vielleicht hast du noch den einen oder anderen Tipp an unsere Zuschauer. Ein Tipp an die Zuschauer, was für ein Tipp? Vielleicht das innere Kind niemals zu verlieren und spielen, ganz weit oben in seinem Hobby zu behalten. Das ist aber ziemlich alt. Nein, wichtig ist eigentlich, gesund zu bleiben in erster Linie und das Kind im Manne nie zu vergessen. Das ist schon richtig. Also ich genieße die Messe. Ich freue mich da jedes Jahr drauf, weil ich finde, es gibt tolle Gespräche. Es sind alles Gleichgesinnte. Wir haben alle ein Ziel und wir möchten gerne Kinder und Familien glücklich machen. Und ich finde, unsere Aufgabe ist es nicht nur Kommerz zu machen, sondern auch nachhaltig Spielzeug anzubieten, was wir auch an Kinder abgeben, die damit was anfangen können. Wir wollen ja auch wieder, was wir schon immer versuchen, die Kinder mal wieder zum Spielen zu bringen. Und das ist für uns unsere Lebensaufgabe gewesen und die wollte ich bis 70 machen. Bis 70 möchte ich, dass Kinder spielen. Danach werde ich mich natürlich zurückziehen. Also eigentlich noch 20 Jahre Zeit. Ja, noch ewig. Noch ewig. Ich bedanke mich ganz herzlich für das sympathische Interview und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg bei allem, was du machst. Bleib genauso, wie du bist.